Thomas Beierles Kunst ist durchzogen von Rhythmus. Seine Werke untersuchen das Spannungsfeld zwischen Individuum und Masse. Sie erkunden die Strukturen von Arbeit, Urbanität, Technologie, von Popkultur und Religion. Sie zeigen Merkmale der modernen Gesellschaft in einer beschleunigten, konsumorientierten Gegenwart. Prägend für Beierles Arbeitsweise ist seine Ausbildung als Maschinenweber in den 1950er Jahren und seine anschließende Auseinandersetzung mit der Drucktechnik und Vervielfältigung. Ihn beschäftigt der Takt der Maschinen, das Muster, die Struktur. Das Prinzip des Seriellen wird bestimmend für seine Kunst. Wiederholt und miteinander vernetzt prägen Einzelelemente das Gesamtbild. Das Raster wird zum Rahmen für Vielfalt und Variation in Beierles Arbeiten. In der Porträtserie und Hommage an seine Frau, die Filmemacherin Helge Beierle, verbindet er das Kameramotiv als Symbol des fokussierten Sehens mit der Methode des Kartografierens. Hier wird Beierles Prinzip der Superform sichtbar. Durch Skalierung, Drehung und Verzerrungen der Motive innerhalb des Rasters hebt er seit den 1960er Jahren immer wieder die Superform hervor. Die Autobahn ist in Beierles Werk von zentraler Bedeutung. Er thematisiert das zerstörerische Ausmaß von Verkehr und Industrie auf die Umwelt. Zugleich werden Straßen zu Venen, Autos zum Blutkreislauf, zum Teil eines Körpers. Wie etwa des gekreuzigten Jesus Christus. Immer wieder verknüpft Beierle Autos und Maschinen mit Inhalten der christlichen Religion und Bildtradition. Das Gebet zeigt sich als Inschrift auf Autoreifen. Und als Tonaufnahme begleitet es den repetitiven, monotonen Klang von Maschinen in Skulpturen aus Autoelementen. Lord Jesus Christ, Son of God. Für Beierle folgen christlicher Glaube und Rituale einer eigenen Logik. Einem Antrieb, der an den Lebensrhythmus der Menschen in der Massengesellschaft erinnert. Thomas Beierle setzt sich auch mit ikonischen Darstellungen auseinander. Mit bedeutenden Werken und Themen der Kunstgeschichte ebenso wie mit Konsumgütern oder prominenten Personen, vom Papst bis zu Kim Kardashian. Seine Werke stellen die Frage, wie diese Ikonen wahrgenommen wurden und wie sie heute wirken. Caravaggios berühmtes Altargemälde, die Inspiration des heiligen Matthäus, wird von hunderten Smartphones eingefangen und durch ihre Anordnung neu zusammengesetzt. Oder sie formen eine neue Version eines Getreideschobers, in Anlehnung an die berühmte Gemäldeserie des Malers Claude Monet und ein Kommentar auf unser heutiges Medienverhalten. Michelangelos berühmte Skulptur Pietà zeigt die sitzende Maria mit ihrem toten Sohn im Arm. Beierle verbindet diese Szene mit Bildern technologischer und gesellschaftlicher Umbrüche. Vom zerstörerischen Ausmaß des Flugverkehrs über die Verschmelzung von Mensch und Technologie bis hin zu veränderten Geschlechterrollen im 21. Jahrhundert. Beierles Superformen zeigen, dass wir nicht nur mit unserer Umwelt konfrontiert, sondern auch Teil von ihr sind. Im Puls der Einzelteile zeigen sich feine Abweichungen. Sie verdeutlichen die Kraft des Individuellen und wie daraus Bewegung im Ganzen entsteht. Diese humorvolle Leichtigkeit im Rahmen des Kollektivs prägt auch Thomas Beierles persönlichen Rat. Fröhlich sein.